Hallo meine Lieben, ich habe mal wieder einen Adventskalender für euch, für diejenigen, die noch keinen gebastelt haben. Und ich habe euch da zwei Varianten. Einerseits einen, wie ihr den manuell erstellen könnt und einen, wie ihr den mit dem Envelope Punchboard erstellen könnt. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch gleich. Also, dann starten wir doch mal. Das Endresultat, ne? Hier so einen Kalender, wo ihr Schachteln mit Deckeln habt und die Boxen sind effektiv 4,5 mal 4,5 cm groß. Ich habe hier bei dem, seht ihr, es hat nicht ganz funktioniert mit der Breite, das habe ich aber bei dem, was ich euch jetzt zeige, schon korrigiert. Von dem her, das wird dann auch passen. So, zum Starten brauchen wir einmal ein Stück Papier, was 17,5 mal 17,5 cm groß ist. Das habe ich hier mit dem Schneiderbrett geschnitten. Und das Papier selber ist so, ich kaufe die jeweils so 100 Stück. Das ist ein 200 Gramm Papier, weiß und kostet nur 12 Franken. Ich finde, das ist super zum Basteln und reicht auch für die Stabilität von den Boxen. Was wir jetzt machen müssen, Schneideklinge weg und wir falzen. Und zwar falzen wir einmal bei 2 cm, dann bei 6,5 cm, dann bei 11 cm und dann noch bei 15,5 cm. Dann habt ihr hier eine Lasche von 1,5 cm. Auf beiden Seiten. Dann drehen wir das Ganze um und dann auf der anderen Seite falzen wir bei auch nochmal, eigentlich genau gleich wie vorher, bei 2 cm, dann bei 6,5 cm, dann bei 11 cm, und nochmal bei 15,5 cm. So, das ist das, was wir falzen müssen. Damit euch jetzt bei dem kein Fehler unterläuft, habe ich euch extra eine Vorlage gezeichnet, damit ihr das auch ein bisschen besser seht. Dann könnt ihr hier einen Screenshot von machen und das entsprechend dann schneiden. Das heißt, das Ganze, was grau ist, schneiden wir weg und wir schneiden auch diese Laschen alle, schrägen wir ein bisschen an. Von dem her, genau, das machen wir jetzt. Ich nehme hier meine Schere und dann fangen wir damit an, dass ich das Papier drehe und ich schneide jetzt erstmal überall diese rein. Das heißt, die Mittellinie und dann rechts von der Mittellinie schneidet ihr einmal gerade rein bis auch wieder zur mittleren Linie der Boxen. Dreht das Papier einmal um, schneidet da auch wieder rein. Dann machen wir das so, dass wir, machen wir ja. Ich würde sagen, wir schneiden jetzt hier überall die Laschen, schrägen die so ein bisschen an. So, und jetzt sind diese Laschen hier, die sind jeweils gekürzt. Das heißt, hier könnt ihr
so 1 Zentimeter, würde ich sagen, geht hier einfach rein und schneidet hier gerade durch. Spielt auch nicht so eine Rolle, wenn es nicht so gerade ist bei den Laschen, weil das sind eigentlich nur unsere Klebelaschen. So, dann haben wir hier jeweils ist ja noch ein festes Stück dran. Das ist dieses hier, ne, das kann auch weg. Und zwar diese Klebelaschen, die schrägen wir sowieso an, von dem her könnt ihr hier einfach so ein bisschen schräg rein, bis ihr an diese Ecke kommt. Und gleich auch auf der Seite ein bisschen anschrägen, bis in die Ecke rein. So, und das ist eigentlich schon alles, was ihr schneiden müsst. Dann, damit wir das dann auch besser zusammenkleben können, ziehen wir mit dem Falzbein die ganzen Falzlinien nach. Und dann geht es eigentlich auch schon ans Kleben. Ich habe vom Kleber her, das ist ein Cementid-Kleber. Ich habe den einfach in so eine kleine Dose abgefüllt, weil ich das einfacher finde zu bearbeiten. Das heißt, ich gehe hier außen einmal den Rand entlang. Ich gebe auf die Fläche Kleber, lege die nach innen. Und dann gucke ich einfach, dass ich hier eine gerade Linie habe. Das ist schön beim Flüssigkleber, ne? Da könnt ihr immer noch so ein bisschen ruckeln, wenn das nicht ganz passt. Drückt das hier ein bisschen an und dann gehe ich mit dem Falzbein rein und drücke das nochmal fest von innen. Das heißt, ich gehe wirklich so gerade drauf und streiche das nochmal fest. Nächste Seite, auch wieder Kleber anbringen, die Fläche einklappen und hier wieder Kante auf Kante, bisschen festdrücken, dann hinlegen und mit dem Falzbein festdrücken, damit der Kleber hier wirklich auch gut anziehen kann. Und dann müsst ihr, bevor ihr das zweitletzte macht, wirklich gucken, dass die schon hier drin ist. Und am besten macht ihr an beiden Laschen jetzt schon Kleber ran, weil nachher kommt ihr nicht mehr so gut dran. Das heißt, einerseits auf diese Kleberlasche den Kleber drauf. Und dann hier auf diese Lasche auch den Kleber drauf. Diejenigen, die lieber mit Doppelklebeband arbeiten, das könnt ihr natürlich auch machen. Ich habe das lieber mit dem Flüssigkleber, weil ich eben genau noch ein bisschen korrigieren kann, wenn das nicht so ganz stimmig ist. Jetzt drücke ich die hier kurz fest und dann gehe ich gleich auch zu der zweiten. Guckt, dass die Kante auf Kante liegt. Jetzt gehe ich nochmal hin und ziehe das mit dem Falzbein mit Druck so ein bisschen, mache ich das noch fester und auch auf der zweiten Seite. Jo, und dann habt ihr schon eine von diesen 24 Boxen. Das war jetzt die manuelle Variante. Ich möchte euch aber auch noch eine zeigen, die ich mit dem Envelope Punchboard mache. Und ja, Envelope heißt Umschlag, aber man kann damit tatsächlich auch wunderbar Boxen machen.
Das Papier, was ich hier habe, ist 14,7 x 14,7 cm. Ihr braucht das Punchboard. Je nachdem, manche arbeiten lieber mit dem Falzbein. Ich mache das hier lieber mit dem Falzstift. Dann legt ihr das auf diesem Punchboard. Hier oben habt ihr einerseits die Inch-Angaben und unten drunter habt ihr die Zentimeter-Angaben. Na, hier so. Ich weiß nicht, ob ihr das wirklich seht, aber hier unten sind die Zentimeter-Angaben eingestanzt. Und was ihr jetzt macht, ist, ihr macht eine erste, also ihr legt es zuerst bei 4,2 cm an. Hier oben stoßt ihr es gegen diese Seite. Und dann einmal punchen. Und ihr seht hier, hier geht eine Linie entlang, die fängt hier an. Die sucht ihr so ein bisschen mit dem Stift und fahrt die dann entlang. Dann brauchen wir auf der gleichen Seite nochmal dasselbe bei 10,5 cm. Auch wieder punchen und die Linie nachziehen. Und das macht ihr jetzt eigentlich auf allen 4 Seiten. Das heißt hier, ihr könnt euch entweder an den 4,2 orientieren oder diese Nase, ne, dass die genau hier auf der vorher gefalzten Linie zu liegen kommt. Einmal punchen, Linie ziehen, dann wieder bei 10,5 oder eben auf, dass die Nase hier auf der zweiten Linie zu liegen kommt. Punchen, Linie nachziehen und das eben auf allen Seiten. So, jetzt habt ihr wunderbar, das ist eigentlich extrem schnell gemacht. Und dann habt ihr hier hinten so eine Einbuchtung, wo ihr die Ecken abrunden könnt. Das macht ihr mit allen 4 Ecken. So, und dann brauchen wir das Punchboard schon wieder nicht mehr. So, was ihr jetzt an Schneiden machen müsst, ist extrem wenig. Das hier, diese Dreiecke, die hier reingucken, das sind eure Klebelaschen. Das heißt, ihr schneidet hier effektiv entlang dieser Kante rein. Oder entlang dieser Falzlinie, wollte ich sagen. Dann drehen und am selben Ort auf der anderen Seite rein wieder bis zu diesem mittleren Quadrat. Wieder drehen. Wieder reinschneiden bis zum mittleren Quadrat und noch die letzte Falzlinie hier reinschneiden, bis ihr bei diesem mittleren Quadrat seid. So, das ist alles, was wir an Schneiden machen mussten. Und jetzt gehen wir hin und ziehen auch hier die Falzlinien nach. So, und wenn ihr das gemacht habt, dann können wir hier auch die Laschen jeweils festkleben. Das heißt, ich gehe hier hin und bringe Flüssigkleber auf diese Lasche. Bringe hier Kante an Kante. Ich drücke jeweils hier innen drinne mit dem anderen Finger fest und gehe nochmal hin und drücke das mit dem Falzbein nochmal so ein bisschen fest. Dann die nächste Seite, auch wieder Kleber auftragen. Reinlegen, Kante auf Kante. Festdrücken, so ein bisschen mit dem Mittelfinger und mit dem Daumen hinlegen und auch wieder festdrücken. Und dann auch hier, am besten macht ihr die 2 letzten beide zusammen.
Einfach bevor ihr die macht, guckt, dass die wirklich innen reingeht und nicht außen an der Box. Und dann könnt ihr das hier an der Kante festkleben. Bisschen festdrücken, damit der Kleber anzieht. Dann geht ihr auch gleich auf die andere Seite, Kante an Kante. Drückt das ein bisschen fest und dann geht ihr wieder mit dem Falzbein rein und drückt das an der Wand fest. Und dann ist eure Box fertig. Was ich schön finde halt im Envelope Punchboard ist, dass es, ich finde, es ist einfacher gemacht, es ist schneller gemacht. Ihr braucht auch ein bisschen kleineres Papier und ihr müsst weniger schnippeln. Von dem her, ja, ich kann dieses Ding echt wärmstens empfehlen. Auch beim Punchboard, ne, das Ganze müsst ihr jetzt noch 22 Mal machen, weil ihr braucht 23 von den kleinen Boxen und eine wird ja, diese hier in der Mitte ist ja eine breitere, von dem her habt ihr 23 quadratische Boxen und jetzt müssen wir noch diese lange Box machen. Dann nehmen wir wieder unser Falzbrett und jetzt geht es darum, dieses Papier, was 22,7 cm mal 17,5 cm ist, auf allen Seiten bei 2 cm und bei 6,5 cm zu falzen. Immer wichtig, ne, schiebt die Schneideklinge weg, damit ihr nicht versehentlich die nehmt. Und ich mache das jeweils so bei dem Brett, dass ich die 2 cm immer auf dieser Seite nehme, weil da habe ich mehr Anlagefläche vom Papier her. Das heißt, hier gehe einmal rum und mache 2 cm auf allen Seiten. Und dann gehe ich nochmal hin und mache auf der anderen Seite die 6,5 cm. Hier bei 6,5 anlegen und Falzlinie ziehen. Und das, wie gesagt, auch auf allen Seiten. So, dann haben wir das auf allen Seiten gemacht. Das Falzbrett brauchen wir gerade nicht mehr. Jetzt geht ihr hin und zieht kurz hier auch die Falzlinien nach. Ich habe das jetzt extra zuerst gemacht, bevor ich schneide, damit ihr das ein bisschen besser seht, wo die Falzlinien sind. Aber ich habe euch auch hier wieder eine Vorlage gemacht, damit ihr euch hier einen Printscreen machen könnt und dann entsprechend nach diesem Muster schneiden könnt. Genau, das machen wir jetzt wie bei der vorherigen. Wir machen jetzt zuerst mal diese 4 Linien. Das heißt, hier diese Mittellinie und diese Mittellinie, bis da jeweils in die Ecken rein gehen wir. So, ich nehme hier kurz die lange Schere, das geht dann hier auch ein bisschen einfacher. Dann umdrehen und auch hier wieder, das ist die Mitte und rechts davon gehe ich rein. So, dann haben wir auch hier oben diese Laschen und diese seitlichen Laschen werden alle angeschrägt.
Dann ist es auch hier so, dass das hier unsere Klebelasche ist und deshalb werden wir die ein bisschen einkürzen. Auf allen Seiten. Dann ist das letzte, was wir noch schneiden müssen, ist diese Lasche hier, ne? Da haben wir dieses Teil übrig und da können wir gleichzeitig auch anschrägen. Ich mache das auch wieder mit der kleinen Schere. Das heißt, hier so schräg reinschneiden, bis ihr an diese Ecke seid. Und das auf allen Seiten. Das allerletzte, was wir jetzt noch machen müssen, ist nur noch diese Seite jeweils einschrägen. So, und dann können wir hier festdrücken und mit dem Falzbein auch wieder festdrücken. Nächste Seite, Klebe ran. Einklappen, damit ihr hier Stoß an Stoß seid. Bisschen festdrücken und dann mit dem Falzband auch nochmal festdrücken. Und dann hier müssen diese beiden noch verklebt werden. Ich gebe hier kurz Kleber dran. Und gleichzeitig auch hier auf der anderen Seite. Guckt, dass sie innen an der Box zu liegen kommt. Und die hier auch. Dann hier Kante an Kante. Einmal festdrücken. Wenn hier ein bisschen Kleber rauskommt, könnt ihr den einfach mit dem Finger wegstreichen. Mache ich gleich auch diese Seite noch fest. Auch hier schön Kante an Kante. Und gehe dann auch noch mal mit dem Falzbein rein. So, und dann haben wir hier schon auch diese große Box. So, jetzt brauchen wir für alle Boxen natürlich auch noch einen Deckel, ne? Für den Deckel nehmt ihr ein Papier. Ich habe das so gemacht. Ich habe bei Coop gibt es im Moment so Designpapier. Und ich finde die preislich echt unschlagbar, weil das sind 24 Blätter an 30 cm, 30 cm. Für 5 Franken das Papier ist 32 Gramm, also wirklich super. Da gibt es so dieses Blau-Rot oder diese Schneeflocken. Das ist genau das Muster, was ich jetzt für diesen Kalender ausgewählt habe. Und das Beispiel, was ich euch vorher gezeigt habe und am Anfang, das ist hier dieses goldbraun Papier. So, jetzt habe ich aus diesem Papier raus, habe ich mich für 6 Designs entschieden. Das heißt, ich habe 6 verschiedene Blätter genommen und habe 4 jeweils von diesem Design ausgeschnitten. Ihr braucht eines dann lang, das heißt, ihr braucht 23 von denen und eins von denen. Da zeige ich euch gleich, wie groß das ist. Das hier habe ich geschnitten auf 6,8 x 6,8. Das müssen wir jetzt falzen. Und zwar falzen wir das bei jeweils 1 Zentimeter. Und einfach, es wird euch einfacher gehen, wenn ihr jeweils diese Seite nehmt zum Falzen und nicht hier
weil hier habt ihr mehr Anlagefläche. So, haben wir jetzt rundherum einmal bei jeweils einem Zentimeter. Noch die letzte. Dann gehen wir hin und ziehen kurz die Falzlinien nach. Dann müsst ihr jeweils in der Ecke, ihr schneidet hier bei der Falzlinie bis in die Ecke rein und das auf allen Seiten. Und dann könnt ihr diese kleinen Laschen auch noch kurz ein bisschen anschrägen. Das geht dann einfacher vom Kleben her und es steht euch dann auch nichts über, wenn ihr das zusammenklebt. So, und dann können wir das Ganze auch schon zusammenkleben. Hier jeweils auf diese Klebelaschen Flüssigkleber geben oder eben, ihr könnt es auch mit einem Doppelkleberband machen. Und dann schiebt ihr die so runter und guckt einfach, dass diese beiden Falzkanten aneinander liegen. Dürft ruhig wirklich knapp gehen, also wirklich eng anziehen, weil je enger der Deckel dann auf der Box sitzt, desto weniger springt euch der dann davon. Auch hier, wenn ihr euch Flüssigkleber rausfließt, dann zieht den einfach mit dem Finger so ein bisschen weg. Ich drücke hier einfach mit dem Daumen und dem Zeigefinger die Lasche ans Papier ran. Dann noch die letzte Lasche. Und die drückt hier dann auch fest. Sicherheitshalber gehe ich einfach noch kurz mit dem Falzbein da drüber, damit es auch wirklich fest sitzt. Wunderbar. Und jetzt, wenn wir alles richtig gemacht haben, können wir die Box nehmen und den Deckel draufstülpen und der sollte sitzen. Ich zeige euch kurz, wie ihr das für die eine lange Box macht, weil das Maß ist natürlich ein bisschen anders, damit es da hier drauf passt. Und hier habe ich ein Papier zurechtgeschnitten, das ist 6,8 cm mal 11,9 cm. Und auch da müssen wir diese 1 cm rundherum falzen. Schneideklinge weg, Papier bei 1 cm anlegen, falzen, umdrehen, 1 cm anlegen, falzen, umdrehen, 1 cm anlegen. Nochmal und noch das letzte Mal auch bei 1 cm. Gleich wie bei der anderen Box ziehen wir hier kurz die Falzlinien nach. Und dann müssen wir hier auch diese 4 Ecken reinschneiden an der Falzlinie entlang und auch gleichzeitig diese so ein kleines bisschen anschrägen. Einfach schön bis in diese Ecke rein. Lasche anschrägen.
auch außen anschrägen. So. Und jetzt können wir auch die hier festkleben. So, und dann haben wir hier für diese lange Box auch einen Deckel, der drauf passt. Wunderbar. So, jetzt haben wir eine, die groß ist, also die lange Box, und dann braucht ihr eben 23 von diesen kleinen Boxen. Ich mache das kurz für mich und bin dann gleich wieder zurück. So, wenn ihr jetzt alle Boxen fertig habt, dann solltet ihr 23 Stück haben und die 24 die lange Box. Und für die Ziffern, die da drauf sollten, weil Adventskalender ist ja kein Adventskalender, ohne dass da Ziffern drauf sind. Und bei dem hier habe ich das so gemacht, dass ich die einzelnen Ziffern alle ausgestanzt habe. Das habe ich hier mit diesem Stanzset gemacht. Das werde ich jetzt für diesen hier nicht machen. Ich möchte euch noch eine Variante zeigen, falls ihr keine Big Shot habt oder keine solchen Stanzformen. Ich habe mir effektiv auf dem A4 Papier die 24 Ziffern auf einen Kreis von 2,5 cm Durchmesser ausgedruckt und habe hier eine Stanze, die 2,5 cm ist. Und dann kann ich effektiv hier hingehen und das entsprechend mittig ausstanzen. Was ich jeweils auch mache, weil ich finde, wenn man die hier jetzt so drauflegen würde, verschwindet die fast so ein bisschen in diesem Designpapier. Und deshalb mache ich zusätzlich noch zwei weiße Kreise. Und dann klebe ich diese drei aufeinander. Und zwar geht es am schnellsten, weil ihr müsst ja das 24 Mal machen, wenn ihr die drei gleich zusammen miteinander zusammenklebt. Einmal Kleber ringsherum auf diesen Kreis drauf und mittig. Dann nehmt ihr das zweite Stück und legt das nur hier unten hier an den Finger dran und hebt es mit den beiden fest. Macht hier auch Kleber drauf. Und dann nehmt ihr die Ziffer selber, legt die auch hier unten an und dann bringt ihr effektiv die ganzen drei zusammen und versucht das hier wirklich, dass das mittig liegt. Und ich drücke jetzt mit den drei Fingern immer entgegen und presse oben die drei Teile fest aufeinander. So, dann haben wir hier, was doch eher stabil ist und man sieht halt einfach auch besser auf diesen Boxen drauf. Und jetzt könnt ihr eigentlich hingehen, wenn ihr das dann alles gemacht habt und die so ein bisschen auf euren Boxen verteilen, dass das für euch am besten passt. Logischerweise die 24 sollte auf die große Box, ne? Und die große Box würde ich auch nicht am Rand platzieren, sondern die würde ich effektiv so versuchen, ein bisschen mittig zu machen. Dann könnt ihr effektiv hin und halt einfach eure Ziffern so verteilen, dass die nicht alle beieinander liegen, dass es euch vom Design her gefällt, was wo drauf. Na, ich habe jetzt hier zwei gleiche Boxen, ich will nicht die gleiche Ziffer da drauf haben. Die mir lege ich die woanders hin und mache hier so einen drauf. Jo, und guckt halt einfach auch, dass die Ziffern, nicht dass ihr 1, 2, 3, 4, 5 habt, sondern dass ihr die so ein bisschen verteilt. Und wenn ihr die Ziffern dann verteilt habt, dann könnt ihr die effektiv auch auf die Boxen draufkleben. Je nachdem, wie ihr es lieber habt, ob ihr die in die Ecken gebt oder in die Mitte. Ich mag das bei denen jetzt
Mal gucken. Ich mache die effektiv in die Ecken rein und nicht in die Mitte. So sieht man dann auch ein bisschen mehr von diesem Designpapier. Und das mache ich jetzt mit allen Ziffern. So, jetzt wollen wir ja nicht, dass das Ganze oder dass die Boxen hier komplett freifliegend irgendwo herumliegen, sondern wir wollen die an was befestigen. Deshalb legen wir die jetzt, so wie wir die angeordnet haben, ein Stückchen beiseite. Und dann brauchen wir 2 Papiere. Eines ist 28,5 cm mal 28,5 cm und das andere ist 25,5 mal 25,5 cm. Das heißt, wir haben beim größeren eine Umlegekante von 1,5 cm und die ziehen wir jetzt kurz hier mit dem Falzbrett. Ich gehe hier und lege das Blatt bei 1,5 cm an und ziehe dann auf allen 4 Seiten dort die Falzlinie. So. Und dann ziehen wir diese Falzlinien mit dem Falzbein auch nochmal nach, weil das ist doch, also ich habe hier ein 230er Papier sein. Aber es braucht halt einfach auch so ein robustes Papier, weil die kriegen ja dann schon ein Gewicht, wenn die gefüllt sind und wir wollen ja, dass das dann bleibt. Was ihr jetzt noch machen könnt, sind effektiv die Ecken abschrägen. Das heißt, ich schneide quasi hier entlang diese Ecke. Mache das auf allen 4 Seiten. So, und dann kleben wir hier diese Seiten auf das Blatt. So, wenn ihr das jetzt festgeklebt habt, dann nehmt ihr das andere Blatt und das sollte jetzt hier eigentlich wunderbar drauf passen. Das heißt, wir geben hier überall auch Kleber ran. Weil das Thema ist, es muss wirklich stabil sein, damit die Boxen dann das nicht komplett verformen. So, jetzt lege ich das hier drauf, damit das schön drauf passt. Das Schöne beim Flüssigkleber, man kann immer noch so ein bisschen schieben.
Wenn euch das Ganze noch zu wenig stabil ist, dann könnt ihr könnt es auch anders machen. Ihr könnt da auch effektiv ein Stück Pappe verkleiden und dann die Boxen da drauf kleben. Jetzt habe ich hier Überstand anscheinend nicht so gut gemessen, den schneide ich mir jetzt einfach weg. So habe ich jetzt eine Basis, um diese Boxen da drauf zu kleben. Und was ihr jetzt macht, ist effektiv, ihr klebt euch eure Boxen genauso wie ihr die euch hingelegt hattet. Gebt ihr unten Kleber auf die Box. Dann fange ich hier in der linken Ecke an und gebe die wirklich entlang dieser Kante, klebe ich diese Box da drauf. Drücke die kurz ein bisschen an, dann hebe ich den, hebe ich den Deckel weg, öffne die kurz und gehe dann mit dem Falzbein rein, damit die dann wirklich auch fest auf diesem Papier klebt. Mache sie wieder zu, Deckel drauf. Gut ist. Dann gehe ich hin und gehe auf die andere Ecke, das heißt auf die rechte äußere Ecke und klebe da eine Box an. Auch schön gucken, dass sie auf beiden Seiten schön entlang des Papiers liegt. Nehme auch da den Deckel wieder weg und gehe mit dem Falzbein rein, um da das wirklich fest anzukleben. Box zu, Deckel drauf. So, und jetzt müssten hier 3 zwischendrin Platz haben, weil das Thema ist, ich habe die, dadurch, dass der Deckel ist ja breiter als die Box an und für sich und deshalb könnt ihr die nicht so zusammen Stoß an Stoß festkleben und deshalb habe ich überall so ein ganz kleines Stück Platz gelassen. Das heißt, der Boden ist genauso ausgemessen, dass da, was sind ungefähr 2 mm jeweils zwischen den Boxen Platz ist. Und genauso klebe ich die jetzt hier an diese Kante fest. So, und jetzt gehe ich effektiv diese Kante entlang hoch. Und zwar auch hier oben zuerst diese Ecke.
So, dann kommen wir noch zur letzten Box. 24, und ihr habt gemerkt, ich habe von außen nach innen gearbeitet, ne? Damit ich da wirklich einigermaßen schöne Abstände hinkriege. Und ihr habt auch gesehen, dass am Anfang sich der Untergrund wesentlich mehr noch gewölbt hat, als das jetzt der Fall ist. Das ist halt, je mehr Box man drauf gibt, desto gerader wird es dann auch. Und auch wenn die dann gefüllt sind, haben die ja auch noch ein bestimmtes Gewicht, ne? Dann begradigt sich das Ganze auch nochmal. Und wir werden nachher auch noch ringsherum ein Band ankleben. Dann wird das auch noch ein bisschen besser. So. Und noch die letzte Box. Und Deckel drauf. So, jetzt hätten wir das. Jetzt ist das noch nicht so ganz fix, ne? Das machen wir jetzt noch. Und zwar machen wir das wie folgt. Ihr habt hier auf der anderen Box, habe ich, kurz auf die Seite liegen, habe ich hier so einen Streifen entlang der Boxen geklebt und kleine Sternchen ausgestanzt und die drauf gemacht. Das war die Variante. Und bei unserer jetzt habe ich gedacht, ne, ich möchte das Motiv von den Schneeflocken so ein bisschen übernehmen. Und deshalb habe ich das hier gemacht. Und zwar sind das 4 Streifen an 2 cm mal 27 cm und das Ganze 4-mal. Dann habe ich hier noch so einen kleinen Streifen, der ist 1,5 cm mal 23,5 und das kommt dann drauf noch als schönen Abschluss, eben auch um dieses Schneeflockenmotiv aufzunehmen. Wie habe ich das gemacht? Ich habe effektiv hier so eine ganz kleine Stanze und da habe ich halt einfach möglichst regelmäßig hier die Schneeflocken rausgestanzt. Um die Bordüre anzubringen, machen wir das so. Wir gehen einmal, ich lege die hier an die Box und gucke, dass ich hier an dem Ende gerade dran liege und knicke die dann hier vorne ein bisschen um. Nehme die wieder weg und gucke natürlich, dass das ganze Ding gerade auf beiden Seiten dran liegt und ziehe das mit dem Falzbein noch kurz nach. So. Und dann gehe ich effektiv hin und klebe dieses eine Stück schon an die erste Box dran. Halt, bevor ich das mache, schneide ich hier das noch kurz ein bisschen anschrägen. Weil da kommt nachher, wenn ihr dann ganz drumherum seid, kommt hier das letzte Stück dann einfach so drauf. Deshalb können wir die hier anschrägen. Dann logischerweise Kleber unten dran. Und dann gebe ich hier effektiv an die Box auf. Ne, ich mache so. Kleber unten dran und dann gebe ich hier schon mal so ungefähr in der Größe der ersten Box so ein bisschen Kleber drauf. Und klebe die fest. Warum habe ich die jetzt nicht überall festgeklebt? Weil hier kommt ja die Lasche dann drunter. Das heißt, wir nehmen hier die nächste, drehen die ganze Box rum, gucken, dass wir hier auch wieder gerade dran liegen. Überall ungefähr in der Mitte liegen und dann
klappe ich hier auf der Seite ganz einfach diese Lasche auch wieder ein bisschen anknicken. Nimm die wieder und leg sie gerade hin. Mach auch hier wieder, ich vergesse das immer, ne? Schräg die kurz an. Dann mache ich Kleber drauf. Und auch auf die Breite ungefähr von der ersten Box. Ne? So. Und dann lege ich die hier mittig wieder an die Box dran. Und jetzt kann ich zurückgehen und das hier, dieses lose Stück ankleben. Das heißt, ich gebe hier auf der Höhe der Box ein bisschen Kleber dran, dann auf der Höhe von der Box ein bisschen Kleber dran. Nächste Box und dann effektiv hier auf der letzten Box plus der Abschluss relativ sauber. Und dann, versuche es trotzdem kurz umzudrehen, geht ihr hier einfach, guckt ihr, dass Lasche über Lasche ist. So, das war die Seite. Dasselbe Spiel auf der übernächsten Seite. Und jetzt könnt ihr eigentlich noch hingehen und euch, je nachdem wie ihr die Verzierung gemacht habt, ich habe hier so eine Bordüre mit diesen Schneeflocken gemacht und die bringe ich jetzt effektiv auf diese hellblaue Bordüre noch mittig, bringe ich die an. So, und wenn ihr dann eure 4 Verzierungen, die ihr hier ringsum gemacht habt, fertig habt, dann ist der Adventskalender auch schon fertig. Und ihr merkt, na jetzt hat der auch eine gewisse Stabilität. Von dem her, das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist das Ding zu befüllen.
So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt Lust, das Ganze auch nachzubasteln und natürlich, dass euer Ergebnis dann auch so toll wird. Ich habe die ganzen Materialien, die ich verwendet habe ich euch unten in die Links reingestellt. Und naja, wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Ihr könnt auch auf die kleine Glocke unten klicken, dann verpasst ihr keines meiner nächsten Videos. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder und bis bald!